In der Deutschen Wochenschau, die wir Ihnen heute zeigen, ist der Hauptbestandteil die berühmt-berüchtigte Versammlung im Berliner Sportpalast, in der Goebbels sich auf seine Frage, wollt ihr den totalen Krieg, ein 1000-stimmiges, begeistertes Ja holte. Ich werde nach der Wochenschau ein paar kommentierende Worte dazu sagen. Interessant sind aber auch die beiden Reportagen von den Fronten, die nach der Goebbels-Rede gezeigt werden. Die eine zeigt Momentaufnahmen aus der großen Winterschlacht an der Südfront im Osten, in der Feldmarschall Manstein, wohl der beste General des Zweiten Weltkrieges auf deutscher Seite, einen seiner verlorenen Siege erfocht. Es gelang ihm damals, nach der Stalingrad-Katastrophe, die Front noch einmal wiederherzustellen und den Winterfeldzug sogar mit einer erfolgreichen kleinen Gegenoffensive abzuschließen. Die andere Frontreportage ist voll tiefer Ironie. Sie zeigt die deutsche Tunesien-Expedition im Aufbau. Es sind hoffnungsvolle, man möchte beinahe sagen gut gelaunte Bilder einer stolzen und immer noch sieggewohnten Armee im Aufbruch zu neuen Erfolgen. 3 Monate später existierte diese Armee nicht mehr. Tunis wurde das zweite Stalingrad des Jahres 1943. Die gewaltige Massenkundgebung im Berliner Sportpalast. Reichsminister Dr. Goebbels spricht. Er erklärte, der Ansturm der Steppe gegen unseren ehrwürdigen Kontinent ist in diesem Winter mit einer Wucht losgebrochen, die alle menschlichen und geschichtlichen Vorstellungen in den Schatten stellt. Die deutsche Wehrmacht mit ihren Verbündeten bildet dagegen den einzigen überhaupt in Frage kommenden Schutzwall. In Deutschland denkt heute kein Mensch an einen faulen Kompromiss. Das ganze Volk denkt nur an einen harten Krieg. Die Gefahr, vor der wir stehen, ist riesengroß. Riesengroß müssen deshalb auch die Anstrengungen sein, mit denen wir ihr entgegentreten. Der Schluss dieser Rede wurde zu einem einzigartigen Bekenntnis zum Führer. Dr. Goebbels sagte, als mir meine Zuhörer auf meine Forderungen vom 30. Januar spontan ihre Zustimmung bekundeten, behauptete die englische Presse, das sei ein Propagandatheater gewesen. Ich habe zu dieser Versammlung nun einen Ausschnitt des ganzen deutschen Volkes im besten Sinne des Wortes eingeladen. Vor mir sitzen reihenweise deutsche Verwundete von der Ostfront. Dazwischen zähle ich an die 50 Träger des Eichenlaubs und des Ritterkreuzes. Hinter ihnen erhebt sich ein Block von Rüstungsarbeitern und Arbeiterinnen. Soldaten, Ärzte, Wissenschaftler, Künstler, Ingenieure und Architekten, Lehrer, Beamte und Angestellte aus den Ämtern und Büros. Über das ganze Rund des Sportpalastes verteilt sehe ich Tausende von deutschen Frauen. An diese Gemeinschaft, die in diesem Augenblick die ganze Nation repräsentierte, richtete der Reichsminister 10 Fragen. Die Engländer behaupten, das deutsche Volk wehrt sich gegen die totalen Kriegsmaßnahmen der Regierung. Es will nicht den totalen Krieg, sagen die Engländer, sondern die Kapitulation. Wollt ihr den totalen Krieg? Wollt ihr ihn, wenn nötig, totaler und radikaler, als wir ihn uns überhaupt erst vorstellen können?
und unbeirrt durch alle Schicksalsfügungen fortzusetzen, bis der Sieg in unseren Händen ist. Ich frage euch, seid ihr entschlossen, dem Führer in der Erkämpfung des Sieges durch dick und dünn und der schwersten persönlichen Belastungen zu folgen? Ihr habt unseren Feinden das zugerufen, was sie wissen müssen, damit sie sich keinen Illusionen und falschen Vorstellungen hingeben. Der mächtigste Bundesgenosse, den es auf dieser Welt gibt, das Volk selbst, steht hinter uns und ist entschlossen, mit dem Führer, koste es, was es wolle, und unter Aufnahme auch der schwersten Opfer, den Siegkämpfen zu erstreiten. Von jetzt ab die Parole: Nun, Volk, steh auf und Sturm brich los! Mit der Verordnung über die Meldung von Männern und Frauen für Aufgaben der Reichsverteidigung ist die totale Mobilisierung unserer Volkskraft eingeleitet worden. Auf den Kartenstellen, wo die Ausgabe der Formblätter erfolgt, herrscht starker Andrang. In den Sichtungsstellen der Arbeitsämter laufen mit jeder Post Tausende und Abertausende von Meldungen ein. Der Empfang wird durch Postkarte bestätigt. Auf einer Beratungsstelle. Viele Frauen waren noch nie berufstätig. Den Eintritt in das Berufsleben wird man ihnen so leicht wie nur möglich machen. Jede Frau soll entsprechend ihren Anlagen und ihrem Können in der Kriegswirtschaft eingesetzt werden. Arbeitsbeginn in einem großen deutschen Rüstungswerk. Gewaltige Pressen, zahllose Drehbänke und andere Werkzeugmaschinen. An jeder wird rastlos gearbeitet. Jede Drehung der Räder stärkt die Front unserer Soldaten. Es geht jetzt um alles. Die Front braucht Waffen und Munition. Die Heimat wird sie liefern, gleichgültig welche Massen auch gefordert werden. Diese Arbeiterin war kürzlich noch als Modistin in einem Modesalon. Diese Verkäuferin in einem Luxuswarengeschäft. Und diese hier verkaufte Parfümerien. Reichsminister Dr. Goebbels sagte in seiner großen Sportpalastrede: Die deutsche Frau muss spontan ihre Solidarität mit dem Kampf der Männer bekunden. Sie muss sich lieber morgen als übermorgen in die Reihen von Millionen schaffender Angestellten und Arbeiterinnen eingliedern. Jeder ist uns willkommen. Die Parole heißt Freimachung von Arbeitern und Arbeiterinnen für die Rüstungswirtschaft. Freimachung von Soldaten für die Front. Diesem Ziel muss alles untergeordnet werden. An der tunesischen Front. In einem süditalienischen Hafen werden neue Waffen für unsere Divisionen in Nordafrika verladen. Transportgeschwader tragen in schnellem Fluge Mannschaften und leichtes Nachschubgerät
über die Meerenge von Sizilien. Italienische Zerstörer. Vor uns die afrikanische Küste. Der Geleitzug ist in seinen Bestimmungshafen eingelaufen. Geschütz und Bedienung treffen sich wieder. Die Verbände werden sofort nach Süden in Marsch gesetzt, wo unsere alten und jungen Afrikakämpfer den Nordamerikanern eine schwere Niederlage bereiten konnten. Auf der Straße nach Gabes, der Stadt zwischen dem Meer und den Salzseen unweit der tripolitanischen Grenze. Über Gabes. Es ist eine reiche und schöne Stadt. Neu eingetroffene Truppen besichtigen die Umgebung. Zwischen dem Meer und den südtunesischen Salzseen wird ein starkes System von Infanteriestellungen, MG-Nestern und Panzergräben angelegt. Das Land wird gegen einen Angriff von Süden abgeriegelt. Die Soldaten der Panzerarmee Afrika besetzen die Gabesstellung. Marschall Rommel wie immer bei seinen Soldaten in den vorderen Linien. Flak-Artillerie sichert die Bewegungen gegen feindliche Luftangriffe. Im Süden der Ostfront. Unsere Truppen setzen sich in beweglicher Kampfführung vom Feind ab. Alle militärischen Einrichtungen und Verkehrsanlagen werden planmäßig zerstört. Eine Streife zur Sicherung der Straße. Große Teile der Bevölkerung haben sich unseren abrückenden Soldaten angeschlossen. Sie haben aus Furcht vor den Gräueltaten der bolschewistischen Kommissare ihre Dörfer verlassen und wollen nicht ein zweites Mal unter die sowjetische Knute kommen.
Bataillone eines Panzergrenadierregiments der Waffen-SS haben Auffangstellungen am Donez bezogen. Ein Fesselballon der Artillerie steigt auf. Der Beobachter lenkt das Feuer unserer Batterien auf feindliche Vorausabteilungen, die gegen unsere Linien vorfühlen. Schneidender Wind jagt unseren Soldaten eisige Schneeböen ins Gesicht. Die Augen schmerzen. Die Beobachtung des Feindes ist nur unter großen Anstrengungen möglich. Was diese Soldaten in erbitterten Abwehrkämpfen Tag und Nacht leisten, kann die Heimat niemals ermessen. Die Sowjets greifen bei jedem Wetter an. Unsere zahlenmäßig weit unterlegenen Nachhuten beweisen hier beispielhafte Zähigkeit und unübertreffliche soldatische Haltung. Jedes Haus, jede Straße wird verteidigt. Die Sowjets können sich nur unter schweren Opfern an unsere Linien heranarbeiten. Kühn geführte Gegenstöße hindern den Feind immer wieder, unsere Bewegungen zu stören. Ohne Rücksicht auf Verluste werfen die Sowjets immer neue Massen an Menschen und Material in die gewaltige Winterschlacht. Unsere Luftwaffe entlastet die schwer kämpfenden Erdtruppen durch starken Einsatz von Jagd- und Kampfverbänden. Dort unten eine deutsche Maschine im Tiefangriff. Bomben auf Gleisanlagen. Unter uns Einschlag neben Einschlag. Angriff auf einen wichtigen Eisenbahnknotenpunkt. Der Nachschubverkehr der Bolschewiken wird hier empfindlich getroffen. Unsere Jäger stürzen sich inzwischen auf feindliche Fahrzeuge und Panzer. Der Fahrer versucht zu entkommen. Sowjetjäger! Das Merkwürdigste an der Goebbels-Rede und an der Veranstaltung, die wir gesehen haben, ist, dass sie an der deutschen Kriegsführung überhaupt nichts änderte. Goebbels schloss mit den Worten, nun Volk, steh auf, nun Sturm bricht los. Aber kein Volk stand auf und kein Sturm brach los im Februar oder März 1943. Es war ja eine merkwürdige Periode in der deutschen Kriegführung. Die Zeit der Siege war vorbei. Die ersten Katastrophen hatten sich abgespielt, Stalingrad, Allermain. Aber die Niederlage war noch weit entfernt. Es war also weder der Siegesjubel, der übrigens auch in den siegreichen ersten Jahren immer merkwürdig gedämpft geblieben war,
noch war es die Stimmung heroischer Verzweiflung, die man 1944 im Herbst mit dem Volkssturm, mit dem Fronteinsatz der Hitlerjugend, eben mit diesem letzten Aufgebot machen wollte. Es war im Grunde genommen eine ruhige Zeit, eine nicht sehr fröhliche, eine gedrückte Zeit, aber in der das Schlimmste noch nicht nahe war. In diese Zeit passte die Goebbels-Rede eigentlich überhaupt nicht hinein. Und man weiß ja, dass er zu der Versammlung sehr ausgesuchte Leute bestellt hatte, darunter auch Schauspieler, und dass das Ganze eigentlich mehr ein Spektakel, eine Bühnendarbietung war, als eine wirkliche Volksversammlung, in der Goebbels, so wie früher manchmal Hitler, die Massen wirklich hingerissen hätte. Sie waren eigentlich, und das hat man dem Jubel auch etwas angehört, es waren nur gutwillige Statisten, die ihr Bestes taten, wie es von ihnen erwartet wurde. Warum dann aber diese ganze Veranstaltung? Was hatte Goebbels damit vor? Was bezweckte er? Er war ja kein Dummkopf. Darüber lohnt sich nachzudenken. Und dabei muss man ein bisschen über die Rolle Goebbels in der deutschen Kriegführung nachdenken. Goebbels war ja kein wirklich für die eigentlichen Kriegsmaßnahmen maßgebender Mann. Die militärische Führung lag sehr fest bis in die unteren Formationen hinein in Hitlers Hand. Die Rüstungsindustrie wurde von Speer sehr tüchtig, mit großem Effekt betrieben. Die Polizei, die dafür sorgte, dass niemand unbedachte Worte sprach oder gar ungewollte Taten beging, lag bei Himmler ebenfalls in festen Händen. Goebbels hatte nur Propaganda zu machen, und das war eigentlich im Kriege merkwürdigerweise weniger wichtig geworden als vorher. Im Kriege musste jeder tun, was ihm befohlen war, und tat es auch mit einer gewissen stoischen Tapferkeit, ohne Begeisterung, und die Begeisterung konnte auch Goebbels nicht wecken. Was wollte er also? Man könnte vielleicht denken, dass er mit der Versammlung und dem großen Jubel über den totalen Krieg die wirklich maßgebenden Kriegsführungslenker beeinflussen wollte. Es ist bekannt, dass Hitler immer Wert darauf legte, dass die Heimatfront möglichst wenig vom Krieg merkte. Zum Beispiel die Lebensmittelversorgung war, ganz anders als im Ersten Weltkrieg, während des ganzen Krieges in Deutschland recht zufriedenstellend. Die Hungerjahre kamen nachher. Goebbels wollte etwas anderes. Er wollte einen Krieg, der sich mehr sichtbar auch in der Heimatfront abspielte. Aber warum wollte er das? Im Grunde genommen war doch Hitlers Politik, die Heimatfront sozusagen bei guter Laune zu halten, viel erfolgreicher und viel richtiger. Und da kommt man auf etwas Merkwürdiges bei Goebbels. Nämlich gerade in etwa dieser Zeit, als sich die Niederlage langsam abzuzeichnen begann und für einen starken Intellekt wie den von Goebbels bereits sichtbar, vielleicht bereits unvermeidbar wurde. Gerade in dieser Zeit wechselte er nämlich innerlich den Adressaten seiner Propaganda. Lassen Sie mich das etwas klarer machen. Der Adressat der Goebbelschen Propaganda waren ja die deutschen Massen, die durch eine geschickte Manipulation von Wahrheit mit ein bisschen Lüge immer das denken sollten, was in den Rahmen des Regimes passte. Nun, die deutsche Mehrheit zu beeinflussen, hatte jetzt keinen besonderen Zweck mehr. Sie tat ihre Pflicht sowieso, und den Sieg erkämpfen konnte sie damit auch nicht mehr. An wen Goebbels sich jetzt wandte, für wen er jetzt anfing, Inszenierungen zu machen, das war die Nachwelt. Goebbels hat etwas später allerdings im Winter 44/45 mehrmals in seinem Kreise unter seinen Mitarbeitern gesagt: Bedenken Sie, dass Sie in einem Film spielen, der in 100 Jahren Premiere haben wird. Goebbels war ein Mann, der Geschichtslegenden liebte und damit umzugehen wusste. Und meine Theorie ist, dass er mit einer Veranstaltung wie dieser, der ja noch manches folgte, anfing, bewusst eine Geschichtslegende zu inszenieren, die in 100 Jahren aus dem verlorenen deutschen Krieg eine Heldenlegende machen würde, und zwar eine Massenheldenlegende. Man muss davor einen gewissen Respekt haben.
Während zum Beispiel Hitler ja in den letzten 2 Kriegsjahren immer mehr unsichtbar wurde, hielt sich Goebbels wirklich im Vordergrund. Solche Massenveranstaltungen hat es noch mehrere gegeben. Er hat auch, als die Front nach Deutschland rückte, zu Truppen gesprochen. Er war im bombardierten Berlin da und er besichtigte die Bombenschäden und die Bombengeschädigten. Er war auf seine Art ein tapferer Mann, aber ein tapferer Mann im Dienste einer Legende. Man kann auch, wenn man schärfer urteilen will, sagen, einer Lüge.